Sie hat gerade gefragt, wo ich her bin. Als ich gesagt habe, aus Deutschland, hat sie gesagt, oh, sie ist sehr verwundert darüber, wie viele aus Deutschland hier sind und ob überhaupt noch jemand in Deutschland ist. Guten Morgen. Ja, ich habe es heute endlich mal ein bisschen früher in die Stadt geschafft, aber bin nicht besonders fit. Ich habe gestern noch die Bars unsicher gemacht mit Kevin und ja, es ist wieder spät geworden und dazu noch der Kater heute Morgen. Also es reißt nicht ab, aber ich habe es endlich mal eher in die Stadt geschafft, sonst schaffe ich ja überhaupt nichts. Und das Wetter spielt im Moment auch verrückt. Das heißt, wir haben Sonne den einen Tag, 48 Grad. Und im nächsten Moment tut sich der Himmel auf und es regnet Waschmaschinen und Kühlschränke. Solche Regenschauer habe ich noch nie erlebt. Und eine halbe Stunde später ist wieder strahlender Sonnenschein. Deswegen dachte ich, ich nutze das Wetter jetzt mal ein bisschen und schaue mir noch was an. Für morgen habe ich mir eine Tour zum Strand gebucht, nach Manly. Für übermorgen habe ich mir einen weiteren Strandtag gebucht, nach Bondi. Sollen wohl die 2 schönsten Strände hier sein und dann schauen wir uns die mal an. Jetzt ist mein erster Stopp, das Queen Victoria Building. Da hoffe ich, dass ich noch an einer Tour teilnehmen kann, die in einer halben Stunde beginnt. So, damit wieder Leben ins Gemüt kommt, gibt es jetzt ein bisschen Lebenssaft. Sieht so gut aus. Ich bin gespannt, wie das von drinnen aussieht. Schade, dass sie dieses altehrwürdige Gebäude in eine Shopping Mall umfunktioniert haben. Walls and the old watch. Yes. That little thing you see there is coming down tonight. We've just taken down our Christmas tree. You still have it? National Trust and the heritage people said that shopping centres that were built around this era had the very bright colours, and that's how they chose it. Now I'll tell you about these windows. These windows are all original except for the centre bottom panel. So this was made by Threads and Reed in Hastings in England. At the top of the towers. And the original roof, was it closed or was it with glass or with colored glass? No, it was just frosted. You know, just frosted. Yeah, You couldn't see it. but Still clear. even 100 years ago? Even 100 years ago. It was clear glass. Not frosted glass, but that's how it was. Yes. Here, see this copper dome here? That's the copper dome part, and then underneath that, where these windows are, is where you're able to walk around. Maybe like, it's not that old, it's probably like 50s or so. Maybe 60 at the most. You could restore it? It could restore, but I think it's just... Die Führung war tatsächlich richtig gut und während ich mich die letzten Tage von Kevin oder von Abdullah und Rishi führen lassen habe, habe ich gedacht, vertraue ich heute mal auf Locals und deswegen habe ich mir gleich die nächste Führung gebucht und diesmal geht es wieder hoch zum Hafen und dort werde ich eine The Rocks Führung mitmachen. Da habe ich Silvester gefeiert. Es hat sich so angefühlt, als ist es auch ein geschichtsträchtiger Ort und deswegen bin ich ja auch hier, um ein bisschen was von Land und Leuten kennenzulernen. Da sehen wir uns dann gleich wieder. City umgebaut. Überall sind Baustellen. Wirklich Absperrungen in der ganzen Stadt. Die mit so einem schicken Büsschen werde ich auf jeden Fall auch noch mal fahren.
Today's tour is mainly though about the British perspective of European colonisation of Australia. And it was, Indian Ocean can be very volatile. It was the hardest. When they were in Cape Town, they actually bought a lot of their livestock, the cattle, the sheep, the chickens. They actually lost half of it through that journey. Sie hat gerade erzählt, dass Sydney die Geburtsstätte von Australien ist, denn hier haben die ersten Siedler den Hafen erreicht und dann ihr Lager aufgeschlagen und von hier aus hat sich dann alles weiter verteilt ins Land. And this picture here, so here in Australia they were called bush gangs. And this is actually English granite. How it comes to be here in the rocks is in the days when the ships were toing and froing the seas, they would use the English granite as ballast. This is a typical 1850s style of architecture, very European in style. As I mentioned, all the ships were coming into Sydney Harbour to drop off supplies. In the very beginning, a lot of them were government ships. So just to my right, you've got the Museum of Contemporary Art. That actually used to be the government dockyards. Sie hat gerade gefragt, wo ich her bin. Als sie gesagt habe, aus Deutschland, hat sie gesagt, oh, sie ist sehr verwundert darüber, wie viele aus Deutschland hier sind und ob überhaupt noch jemand in Deutschland ist. Back in the day when the colony first came, the British first came, there was no such thing as cement or concrete as we have today. And they say that on the first fleet there was a gentleman, a convict by the name of James Bloodworth, and he was actually a builder and a brickmaker by trade. And the thing was, when you look up his records, they say to see what his crime was, it says unknown. Now the story goes is that a couple of clerks had him arrested on false charges. Okay, so I'll tell you a little bit about the monument here. So this was built in 1979 by an artist by the name of Bud Dumas, called First Impressions. Aus einer einstündigen Tour ist nun eine fast zweistündige geworden und ich weiß jetzt alles über The Rocks und die erste Besiedlung Amerikas und die erste Besiedlung Australiens. Ich habe schon wieder 10.000 Schritte auf dem Tacho. Mir raucht der Schädel. Dann überlege ich mir, was ich noch mache. Denn morgen brauche ich den ersten Tag mal nicht so viel rumlaufen, denn morgen gehe ich an den Strand. Deswegen könnte ich mir jetzt entweder noch eine Operführung vorstellen oder mal sehen, was sich noch so anbietet. Yeah.